Alrighty then und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget. Wir haben Basti und wir sind auf Server S41, aber wir machen hier gar nicht viel, denn wir wollen eigentlich über eine Sache im Forum sprechen, über einen Thread, denn wir haben ja im letzten Stammtisch auch wieder das Thema Orden und sowas erwähnt und ich sehe, dass das tendenziell dort in so eine Richtung gehen kann. Vorher wollen wir erstmal würfeln, dann gucken wir uns das ein bisschen an und dann gucken wir parallel möglicherweise. Jetzt los. Habe ich schon einmal gewürfelt gehabt? Maybe is it the case? Ich weiß es nicht. Ja, dann egal. Gucken wir erstmal rein, was wir kriegen. Ich würde Sandtouren zwar nehmen, aber ansonsten. Ist goldrelevanter, aber aktuell habe ich kein Glück. Also so muss ich sagen, ja, okay, das ist okay. Und das ist noch besser. 1250. Da will ich mich nicht lumpen lassen. Aber so goldtechnisch, da läuft gerade nichts. Steine bin ich recht gut bedient. Ich meine, ich baue jetzt im Moment halt Schatzkammer aus. Die ist jetzt nicht so mega teuer. Ja, aber wohl, ja gut, die Steine. 1,5 Millionen. Ich denke mal, ich gehe jetzt einfach mal auf die Steine hier. Oh, nee, Moment. Zack. Ballern wir rein. Also, das war's auch schon. Mensch, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert, würde ich mal sagen. Aber kommen wir mal zu dem Thema. Und zwar bereite ich das euch gerade mal ein bisschen vor. Unter dem Thread Ideen und Vorschläge nämlich ist mir da was ins Auge gefallen. Ich finde auch übrigens, dass die Performance von dem Forum sich verbessert hat, ja, was ich schön finde. So. Und zwar, der Enzo hatte diese Idee und die klingt erstmal noch nicht ganz nach dem, was ich gesagt habe. Neue Erfolge, Ideensammlung. Ja, also Achievements über das SA. Weitere Verbesserungen, die wollen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Und da kommen wir auch gleich noch zum Thema. Ich zeige jetzt mal den Spoiler an. Ihr müsstet das eigentlich sehen können. Also noch nicht umgesetzte Erfolge, Erweiterung von bereits existierenden Erfolgen, Stufe 600 erreichen, Stufe 700 erreichen. Alle Gegenstände mit legendären Edelsteinen tragen, alle Slots mit legendären Gegenständen füllen, alle Pets auf Stufe 200 bringen, 100 Erfolge gesammelt, 100 Tage aktiv in der Gilde mitmischen, Attribut auf 100.000 Basispunkte steigern, Geheimagen 1000 Geheimaträger ausführen. Also im Prinzip sind das natürlich auch vor allen Dingen Late-Game-Geschichten, ne? Also Achievements sind recht beliebt in dem Spiel. An der Stelle könnt ihr auch eure Meinung natürlich jederzeit äußern. Und ich finde ein paar Sachen wirklich gut. Also ich sag mal, als moderater Pilzer ist das mit den legendären Gegenständen und legendären Edelsteinen ja machbar. Ich sag mal, der Server S41 ist noch nicht mal 2 Jahre alt. Und es wäre auf jeden Fall machbar, diese Achievements für mich auch zu erfüllen, wenn ich drauf spielen würde. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Alle Pets auf Stufe 200 bringen. Okay, das dauert ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, wie viele Erfolge wir im Moment haben. Wegen den 100 Erfolgen, aber wir gucken uns erstmal noch die neuen Erfolge an, bevor wir das nochmal checken. 100 Tage aktiv in der Gilde mitmischen, das ist ja ohne Probleme machbar. Ein Attribut auf 100.000 Basispunkte steigern, das dauert auch lange. Ist natürlich auch immer ein bisschen die Frage, will man ein Hauptattribut jetzt erstmal hochpushen, ne? Also wie ich jetzt auf S41 hauptsächlich auf Geschick gehe. Klar, das Main-Attribut wird irgendwo immer bleiben, aber manche machen ja 50-50 Skillung, da dauert das tendenziell halt auch ein bisschen länger. Wir haben ja Geheimagent 1000 Geheimaträger ausführen. Im besten Falle, wenn man jeden Tag ausführt, wäre das innerhalb von 3 Jahren machbar. Ja, ist aber trotzdem eine interessante Idee. Also ich habe ja erst letztens auch für mich festgestellt, dass der Geheimauftrag gar nicht so schlecht ist. Apropos, werden wir gleich mal checken auf Server S41. Einmal Edelsteine in der Mine gewinnen. Müssten wir machen. Gibt 24 Millionen XP, weil ihr XP-Event ist. Also das ist nicht schlecht. Das ist wirklich, wirklich nicht schlecht. Dann holen wir uns den Edelstein. Warte mal.
Es ist 23:42 Uhr. Zack. Das hätte ich sonst heute nicht mehr geschafft. Und, ja, den können wir verkaufen. 8 Millionen Gold generiert. GG. Nein. Okay, nächsten Edelstein. Gut, dass ich die Steine vorhin mitgenommen habe beim Würfelspieler. Möchte ich mal an dieser Stelle nochmal erwähnt lassen. Das ist schon mal nice. So, gehen wir nochmal rein. Hier gibt es natürlich noch neue Erfolge. Ja, da sind, glaube ich, ein paar mehr drin. Gehen wir mal durch. 50 Raids erfolgreich bezwungen. Gildenerfolg. Gibt es den wirklich noch nicht? Also, ja. 100 Raids erfolgreich bezwungen. Gildenerfolg. Ja, da kommt man schon an eine Grenze bei 150 Raids erfolgreich bezwungen. Das weiß ich nicht, wann das mal passiert. Aber also das ist schon sportlich. Einmal Held des Tages sein, Gildenerfolg. Eigentlich sehr interessant, muss man jetzt ein bisschen aufpassen, denn das kann manchmal vielleicht sein, dass das nie passiert. Aber wenn man jetzt gerade ein High-Level-Char ist, auf einem Server, wo die Gilde dominiert, obwohl dann ist es auch möglich, Held des Tages zu werden, dann muss man sich irgendwie kommunizieren vielleicht, dass eben sich 20 Leute nicht anmelden oder so. Das finde ich eigentlich ganz nice, weil, ja, das kann halt spannend sein, ja, das Achievement. Dämonenportal der Gilde vollständig bezwingen, Gildenerfolg, das ist kein Problem. In der Ehrenhalle Helden in die Top 100 steigen. Ja, das ist natürlich auch machbar, also man sieht ja anhand Beispiele wie auch dort, also dass man schon auch im Rang steigen kann, wenn man die entsprechende Zeit und Spielweise halt hat. Also für mich wäre das insofern schwierig, wenn ich jetzt auf einem Server spielen würde, wo ich das halt nicht habe, wobei ich das, also auf S41 bin ich jetzt im Moment Rang 119, ich könnte schon schaffen, in die Top 100 zu kommen. Ich war ja auch mal nur Rang 187 oder so, also da ist ja schon ein bisschen was passiert. Apropos Kämpfe für EP heute habe ich jetzt auch noch offen. Die werde ich jetzt mal machen. So sieht das Ganze nämlich aus. Das ist so Daily Stuff, den mache ich halt auch nicht immer. Ne, Moment, warte mal. Ach, ich habe die heute schon gespielt. Ja, genau, das ist ja das Thema, dass ich das jetzt manchmal mache. Dadurch steigt man natürlich auch im Rang, weil halt viele Gegner, die ich bekomme, sind schlagbar. Ja, das ist einer der Hauptgründe und natürlich auch, dass ich mehr und mehr mein Kriegsequipment auch in der Ehrenhalle habe. Auch wenn mir immer noch leider die 10% fehlen. Also ich wechsle jetzt immer noch von der Alu rüber. Brauche mal so ein EP auf 10%. Wäre schön, wenn ich das vielleicht kriege in der Daily Quest jetzt hier durch das neue Event, was mit hier dabei ist. Also das ist schon ganz nice. Wo waren wir denn? 10-mal in Folge einen schwarzen Edelstein aus der Mine finden. 20 bis 50 Mal auch alternativ. Okay, es ist an sich machbar. Das Problem ist halt, das ist sehr lackbasiert. Darauf hat man keinen Einfluss. 3-mal in Folge einen legendären Edelstein aus der Mine finden. Das ist halt dann das Gleiche. Man kann natürlich den Einfluss insofern erhöhen, indem man alle Legis sammelt. Gewinne einen armen Tag alle 5 Pet-Kämpfe. Das ist definitiv machbar. Alle Dungeons der Lichtwelt abschließen, alle Dungeons der Schattenwelt abschließen. Gibt es solche Erfolge wirklich nicht? Krass. Heldenplakette der Arbeit. 10.000 Stunden bei der Stadtwache erhalten. 50.000 und 100.000 alternativ. Das merken wir uns mal vor. 10 Dungeon-Kämpfe an einem Tag bestreiten. Das ist machbar, auch für Free-to-Play. 1 Jahr in derselben Gilde sein. 5 Jahre, 10 Jahre. Also das müsste ein Achievement sein, was einen fetten Bonus gibt. Irgendwie 10% Bonus auf die Stats so. Also das Ding ist halt einfach, es belohnt natürlich gildentreue Spieler, aber wiederum, nee, darf man das gar nicht machen, weil manchmal gibt es ja auch Einflüsse, dass Gilden sich auflösen, weil der Leader plötzlich inaktiv wird. Dann haben 49 Member das Problem, dass sie Gilde wechseln müssen. Ja, nee, das stimmt schon, da darf man keinen so einen fetten Bonus bringen. Aber eigentlich finde ich es schön, wenn Spieler Gilden treu sind, und das ist halt immer auch natürlich bedingt, dass alle Spieler auch eine gewisse Aktivität halt halten. Dann kann man auch treu sein am besten. Also es ist so ein bisschen geben und nehmen. Ein Legendary Dungeon Durchlauf mit maximal 5 oder 6 Toten schaffen. Also ja, das ist ja tatsächlich machbar. Auch im letzten legendären Dungeon gewesen. Und ja,
ist natürlich dadurch, dass man ja als Free-to-Play-Spieler, also wenn man es wie als Free-to-Play-Spieler sieht, dann muss man ja immer nur kurz bevor man stirbt, letztendlich die Zeit ablaufen lassen, aber dann verliert man natürlich wiederum legendäre Dungeon Tries, muss pilzen. Ich weiß nicht, das fühle ich jetzt nicht so ganz. Eventuell noch ein Gildenerfolg mit der Hydra, zum Beispiel 10-köpfige Hydra besiegt. Ja, das ist ja auch Thema, ne? Also ich weiß nicht, ich glaube, wir sind aktuell bei den besten Gilden bei 12 Köpfen oder 13 Köpfen. Gladiatorenordnung, besiege X Gegner in der Ehrenhalle. Behalten wir uns auch mal vor. Orden des Abenteuers, mache X Abenteuer. Behalten wir uns mal vor. Kaufmannsplakette, verdiene X Gold, Horde X Gold. Behalten wir uns mal vor. Also X steht jetzt halt für eine Variable. Ehrenmedaille, verdiene X Ehre in der Ehrenhalle. Werfe X legendäre Gegenstände in die Arkane-Toilette, werfe X epische Gegenstände in die Arkane-Toilette. Finde ich auch ganz hübsch. Also viele Sachen jetzt gerade auch am Schluss, ja, sind so ein bisschen, und da komme ich halt zu dem Thema, auch angelehnt an die alten Orden, die wir hatten. Ne? Also bei den ganzen Shakespeare Classic Videos oder auch bei den Stammtischen, da ist es immer wieder ersichtlich oder wird halt thematisiert, diese Orden, die man ja eigentlich ganz nice findet und gerne wieder hätte. Ich meine, wir haben jetzt im Moment die Chance, wenn man jetzt mal in der Ehrenhalle ist, ja, es ist ja sowieso so, dass man hier dieses Plus hat. Das heißt, wir haben hier schon die Chance, Sachen ein- und auszublenden. Und selbst wenn wir das nicht machen, ist hier ein Platz frei, definitiv. Und vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, Seiten zu erstellen. Weil ich stelle mir halt vor, dass es schon die Möglichkeit gäbe, einen Teil dieser Orden auch sonst aufs Charakterbild zu legen. Früher waren die ja immer hier unten gewesen. Und da konnte man immer sehen, wie viele Dungeons hat derjenige geschafft, wie viele Abenteuer hat er gemacht. Das war auch ganz nice, zum Beispiel für die Gilde intern zur Auswertung. Man kann das jetzt auch anhand der XP machen, aber da hat man halt gesehen, hat derjenige auch halt in der Woche viele Abenteuer gespielt. Das habe ich auf S23 genutzt, das Tool. Also man kann das definitiv wiederbringen. Man kann es natürlich auch ins Sammelalbum bringen. Ja, aber das Problem ist natürlich, man sieht ja nichts, wenn man draufklickt auf den Gegner. Im Moment. Das heißt, wenn man natürlich den Erfolg für sein eigenes Sammelalbum hier reinballert für diese Sachen. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Achievement. Ach, 92. Na gut, das würde ja passen. Bei 92 Achievements, dieses 100 Achievements Ding schaffen, das ist definitiv machbar. Ich muss auch mal gucken, ich habe hier einige Achievements, das wird mal ein separates Video sein, die ich noch nicht hier gemacht habe, die ich machen könnte, wenn ich schon mal an das 24-Stunden-Achievement denke. Man könnte das ja hier einfügen, trotzdem wäre es nice, dass dann solche Geschichten, wie zum Beispiel mache X Abenteuer oder greife X mal eine Ehrenhalle an, dann halt auch ersichtlich wären am Chartfenster. Ja. Vor allen Dingen bei den Spielern, die man halt in der Ehrenhalle sich angucken will. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es hier einen super Platz finden würde. Entweder, dass man einfach durch das Drücken auf eine neue Seite kommt und hier hat man dann den Orden, den Orden, den Orden, den Orden, den Orden, den Orden, 6 Orden zum Beispiel. 7 theoretisch wären ja machbar. Wenn man mit der Maus drüber fährt, man zeigt es an, was es für ein Orden ist und wie viel davon geschafft wurde. Ja. Oder man hat halt das Sanduhrenfeld bei anderen Spielern belegt. Ja, wobei das schwierig ist, weil muss man die Sanduhren sich hier anzeigen lassen in der Ehrenhalle? Man sieht ja sowieso nicht, was die anderen für Sanduhren haben. Dass man hier quasi eine Fenster hätte, wo man wechseln kann zwischen den Orden zum Beispiel. Irgendwo, denke ich, ist genügend Platz für so eine Funktion da. Und da könnt ihr auch gerne mal eure Meinung dazu hinschreiben, was ihr davon haltet. Wir gehen nochmal zu dem Post zurück, denn hier ist auch noch eine Sache, warum ich halt denke, dass das auch ganz gut aussieht. Also Kotti hat hier sehr rege geantwortet. Hier gab es zwar auch nur einen kleinen Beef. Überall muss es Beef geben. Am Schluss hat der Thread-Ersteller nochmal geschrieben, Erfolge sollen die Spieler auch herausfordern und nicht unbedingt immer hinterhergeschmissen bekommen. Ebenso finde ich auch die Erfolge gerne ein Langzeitziel der Spieler sein können. Das sehe ich genauso. Wie hoch manche Ziele sein werden, können sich die Entwickler dann sowieso überlegen. So, dann schreibt er noch,
mit Kotti. Zudem wäre es eigentlich auch ganz cool und interessant, wenn man sehen könnte, wie viele Erfolge ein Spieler freigeschaltet hat. Zum Beispiel, wenn man auf das SA vom Spieler hält. Und darauf hat er geschrieben, ja, stimmt, das wäre interessant zu sehen. Gebe ich mal weiter. Und das ist für mich so ein bisschen das Ding, warum ich jetzt gesagt habe, okay, darüber kann man definitiv ein Video machen, weil erstens deckt sich dieser Vorschlag, dann vielen Dank an Enzo für den Vorschlag, so ein bisschen, was wir halt auch am Stammtisch erzählt haben. Zweitens, Cody hat da viel Feedback gegeben, hat vieles weitergegeben, dass da sicherlich auch das ein oder andere Achievement davon eingesetzt werden kann. Und vielleicht dieses Thema transparent, also sehen können, was jemand geschafft hat. Ich meine, Achievements ist ja mal das eine. Man kann ja immer noch mutmaßen, oh, der hat 76 Achievements. Welche Achievements können es denn sein? Aber das geht halt genauso in die Richtung, wie es halt früher bei den Orden war und was ich sehr gefeiert habe. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass das auch umgesetzt wird, irgendwann mal. Mein Credo ja auch Transparenz und Statistiken, also da bin ich voll dabei. Alles, was in die Richtung geht, da brenne ich dafür. Und deshalb werde ich das auf jeden Fall auch mal begutachten. Und wenn es mal in den Changelog aufkommt, das ist ja dann eine Sache, die sich nicht jeder anguckt. Ja, wohl, naja, doch, also Achievements werden ja schon zumindest immer auch als Update angekündigt. Ja, da können wir darüber dann auf jeden Fall nochmal sprechen. Also da bin ich gerade so ein bisschen in einem kleinen internen Hype und fand es auch schön, dass man dazu halt Content hat. Also deshalb nochmal vielen Dank an den Thread-Ersteller. Und ich hätte am liebsten das Thema auch gleich halt, wo könnte man das denn halt platzieren? Und da denke ich, bietet sich halt das Charfenster oder halt das Sammeluhrenfenster an, in der Ehrenhalle zumindest, ja. Das ist so grob das, was ich sagen wollte. Ich wollte jetzt eigentlich auch nochmal nach Sanduhren blättern, weil ich dachte, vielleicht gibt es auch einen Lebenstrank ja nur für Gold dabei, den abzugreifen. Ich meine, ich habe jetzt nicht wenig Sanduhren. Ich weiß ja nicht, wann ihr immer blättert, bei welchen Sanduhrenstand, aber ja, ich kaufe dann halt auch immer nur so 300er oder sowas. Ja, aber wenn ich schon einmal blätter, dann gucke ich auch mal ganz gerne nach Gold-Lebenstränken oder nur für Gold. Und natürlich auch nach den normalen Lebenstränken. Hier haben wir zum Beispiel einen nur für Gold. Hier wunderbar. Hat sich definitiv schon mal gelohnt. Ich muss eigentlich tatsächlich mehr blättern beim Epic-Event jetzt als bei Sanduhren. Die halten noch eine Weile, aber einen 100er-Stack will ich jetzt auch nochmal mitbekommen. Deshalb, let's go. 100er-Stack. Give it to me, babe. Ich bin jetzt bei über 90 Tage bei den Tränken. Das ist für mich okay. Mehr Gold gebe ich da jetzt nicht aus. Aber ich möchte einmal die 100 Sanduhren haben, Bruder. Komm schon, gib mir die 100 Sanduhren. Drückt mir die Daumen, dass ich jetzt einmal 100 Sanduhren bekomme. Einmal. Kann ja nicht so schwer sein. Ich könnte schneller blättern, aber ich habe halt immer auch die Angst, dann einen Lebenstrank nur für Gold zu überblättern. Wäre natürlich auch nochmal eine Update, die das mal vielleicht entscheiden kann, bei welchen Sachen soll denn gewowt werden. Ja, also bei Epics und bei Sanduhren, da haut es ja immer rein. Für die Toilette gleich mal mitnehmen. Ein Epic kriegen wir auch noch. Komm, ich habe ja nicht so viele. Hier, aber bei einem Lebenstrank nur für Gold, da werden wir auch gut, weil dann könnte man tatsächlich einfach durchändern und hat keine Angst oder läuft nicht Gefahr, den zu überblättern. Aber also, was ist denn mit den Sanduhren los? Habt ihr mir die ganzen Sanduhren weggekauft? Oder was ist hier passiert, Leute? Also ich blätter jetzt noch 30 Mal. Ich habe 3x10 Sanduhren gesehen. Da ist er doch. Ja. Schön, da fühle ich mich jetzt super. Also, ne, das Thema Achievements oder Orden aus dem Forum. Schöner Thread. Wie ist eure Meinung dazu? Ballert es mir mal rein in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Letztendlich mehr Achievements, ja. Okay. Aber halt auch das Thema Sichtbarkeit. Also da hat es getroffen. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende und würde sagen, wir hören uns, sehen uns, haut rein, macht Tschüss und Servus und vergesst nicht, wenn das Video euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ist immer wieder ein nicer Support. Na, das war's dann, haut rein, ciao, ciao.